Die eine hat's, Spannkraft von Shampoo. die andere hat's nicht. Sie hat's nicht. Die eine hat's, Spannkraft von die Shampoo. andere hat es nicht. Ja, sie hat Spannkraft von Shampoo. Mit dem Shampoo Schaumfestiger bekommt Ihr Haar natürlichen Halt und neuen Schwung. Spannkraft für den ganzen Tag. Die eine hat's, Spannkraft von Shampoo. die andere hat es nicht. Shampoo, Shampoo, bringt Spannkraft ins Haar. Albrecht? Ja. Anders? Ja. Berger? Wegschnupfenspray. Wegschnupfenspray mit seinem feinen Sprühnebel befreit die Nase in Sekunden und wirkt für Stunden. Berger, wir sehen uns nach dem Unterricht. Dietrich, Elas? Also, was wirkt bei dir sofort und hält lange an, Berger? Wegschnupfenspray wirkt in Sekunden, befreit für Stunden. Waschen finde ich ziemlich lästig, also ich mache es nicht so furchtbar gern. Mit Visier geht's dann zack, zack. Die Umweltkugel so weit voll machen, wie man es halt braucht. Die Wäsche wird trotzdem super sauber, ohne Vorwäsche und es ist sehr umweltfreundlich. Schon fertig mit Zahnstein? Im Ernst? War das alles? Kein Zahnstein? Super. Ja, nehmen auch Sie Blender Med Zahnsteinschutz. Denn Zahnstein ist gefährlich. Er kann zu Zahnfleischentzündungen, den ersten Anzeichen von Parodontose führen. Zahnstein und Parodontose? Nicht mit mir. Parodontose, Zahnstein? Nee, danke. Blender Med Zahnsteinschutz bekämpft den Zahnstein, schützt vor Parodontose, damit Sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen können. Ja, wenn die Stimme versagt, weil der Hals rau ist, hilft Vic Blau. Extra stark, extra frisch. Vic Blau Halsbonbons. Jetzt auch ohne Zucker. Sie waren der russischen Mafia auf den Fersen. Sie besuchten die wildesten Kneipen und die heißesten Adressen in der DDR. Sie verfolgten den Aufstieg des Pop-Engels Lisa Stanfield. Sie fanden heraus, wie sich Sex und Mystik in den 90ern verbinden werden. Und sie packten alle Informationen in ein großes Heft. Tempo. Die Zeitschrift, hinter der alle her sind. Jetzt am Kiosk. Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie zu Telekauf, einer ganz neuen Sendereihe, in der Sie in Zukunft Neuheiten zu interessanten Preisen kennenlernen können. Heute stelle ich Ihnen den handgehämmerten chinesischen Wok vor. Tja, was ist ein Wok? Der Wok ist ein fantastisches Küchengerät, 3000 Jahre alt und für uns neu entdeckt. Kochen mit dem Wok ist in. So berichtete bereits im September die große deutsche Frauenzeitschrift Brigitte darüber. Das Besondere daran, Sie können mit dem Wok nicht nur chinesische Gerichte zubereiten. Und nun legen Sie sich bitte Papier und Bleistift zurecht. Tja, meine lieben Zuschauer, der Wok, mit dem ich hier koche, ist ein echter handgehämmerter Wok aus dem Reich der Mitte. Seien wir mal ehrlich, wer weiß mehr über die Woks und die chinesischen Kochkünste als die Chinesen selbst? Diese Woks sind selbstverständlich handgehämmert. Sie sind aus solidem Stahl gefertigt, ähnlich wie die alten Kasserollen, wie sie früher gang und gäbe waren. Nun, die Mahlzeit, die ich jetzt kochen werde, besteht aus Fleisch und 4 Sorten Gemüse. Ich muss dazu sagen, in einem Wok können Sie alles nur Denkbare kochen. Das Geheimnis dieser chinesischen Kochkunst sind die hohen Temperaturen, mit denen gegart wird. Und eine Pfanne, die diesen Temperaturen angepasst ist. Es spielt wirklich keine Rolle, ob Sie auf Gas oder elektrisch kochen. Sollten Sie jedoch elektrisch bevorzugen, bitte ich Sie immer, die kleinste Platte zu benutzen. Wenn Sie eine größere nehmen, heizen Sie die Seiten des Woks auf, was wir vermeiden wollen. Sie müssen lediglich den Boden erwärmen, also die Fläche über der Brennstelle, und alles weitere erledigt der Wok für Sie von allein. Wir wollen gleich anfangen und braten eine Mischung aus Zwiebeln und Paprika. Und dazu benutzen wir ein wenig Öl. Wohlgemerkt nur ein wenig. Die Wahl des Öls ist beim Kochen mit dem Wok äußerst wichtig, weil bei sehr hohen Temperaturen gekocht wird. Sie sollten ein Öl verwenden, das bei hohen Temperaturen nicht qualmt und das keinen starken Eigengeschmack hat, damit nicht das Aroma der Speisen beeinflusst wird. Ich benutze am liebsten Mazola Keimöl, das am besten ist, weil es geschmacksneutral ist und die gesunde Kraft des Keimes enthält. Doch sollten Sie aus irgendeinem Grund keins zur Verfügung haben, nehmen Sie Soja- oder Erdnussöl. So, das geben wir jetzt hinein. Ich möchte Ihnen aber auch erklären, warum Sie bestimmte Öle nicht benutzen sollten. Weil wir mit sehr hohen Temperaturen arbeiten, sollten Sie Öle mit niedrigem Flammpunkt im Küchenschrank lassen. Also nehmen Sie, wie gesagt, am besten Mazola Keimöl, wegen des guten Geschmacks. So viel zu den Ölen, meine lieben Zuschauer.
Sie sehen, dass ich das Gemüse in unserem Wok mit einem Spatel wende. Es ist kein gewöhnlicher Spatel. Unsere sind normalerweise eckig. Der chinesische ist abgerundet. Er ist rund, weil auch der Wok rund ist und kann sich damit besser seiner Form anpassen. Sie können mit ihm das Gemüse an den Rand schieben, wo es warm gehalten wird, ohne zu braun zu werden, während sich die Flüssigkeit in der Bodenmitte des Woks sammelt. Wir braten jetzt als nächstes einige Stücke Fleisch in dem Zwiebelsud an. Er macht das Fleisch zart, gibt ihm Aroma und schließt schnell die Poren. Übrigens, zähes Fleisch gehört nicht in unseren Wok. Sie können natürlich alle Sorten von Fleisch nehmen, so wie Fisch oder Geflügel. Aber lassen Sie sich nicht verleiten, nur das teuerste Fleisch zu kaufen wie Filet. Das wäre zu viel des Guten. Sie werden merken, dass preiswerteres Fleisch oft sogar das bessere Aroma hat. Und auf diese Art hilft Ihnen der Wok, Geld zu sparen. Nun, ich bin auch ein sparsamer Mensch. Und deshalb halte ich mich mit dem Fleisch ein wenig zurück. Sie werden festgestellt haben, dass momentan der Trend zur chinesischen Küche sehr groß ist. Aber Sie können mit unserem Wok nicht nur chinesisch kochen, sondern alles, worauf Sie Lust haben. Natürlich auch deutsche oder europäische Gerichte. Nun, Sie haben in manchen Geschäften sicher schon einmal Woks gesehen. Es gibt da verschiedene Modelle zur Auswahl. Edelstahl ist zwar, wie Sie wissen, sehr ansehnlich, aber das Material lässt sich nur schwer aufheizen. Denn Edelstahl ist kein guter Wärmeleiter. Außerdem müssen Sie viel Öl verwenden, damit die Speise nicht am Topf kleben bleibt. Maschinell gefertigte Woks sind gewöhnlich zu dünn. Wenn Sie bereits einen Wok haben sollten, in dem das Essen ständig anbrennt, dann ist Ihr Wok garantiert zu dünn. Elektrische Woks, tja. Elektrische Woks haben alle einen Thermostaten, mit dem die Wärme gesteuert wird. Sie schalten den Strom ständig an und aus. Somit geht die Wärme andauernd rauf und runter. Und Sie erhalten nie die gleichmäßig hohe Temperatur, die zum Wokkochen unbedingt notwendig ist. So, unsere Zwiebeln, Paprika und das Fleisch sind jetzt schön angebräunt. Und wir schieben sie aus der Hitze heraus an den Rand zum Warmhalten. Erinnern Sie sich noch, die Temperaturen am Rand sind nicht so hoch. Sie können gut erkennen, dass sich die Flüssigkeit am Boden sammelt. Das ist ganz wichtig für das Wokkochen. Darauf möchte ich immer wieder hinweisen. Ich füge jetzt etwas klares, kaltes Wasser hinzu. Denn jetzt wollen wir damit beginnen, etwas zu dünsten. Das ist etwas, was Sie sicher nicht alle Tage tun. Und ich werde Ihnen jetzt zeigen, dass man in einem Wok nicht nur braten, sondern auch dünsten kann, liebe Zuschauer. Genauso wie backen oder frittieren. Ihre Fantasie stehen Tür und Tor offen. Woks sind übrigens bei Vegetariern sehr beliebt, denn sie bevorzugen gedünstetes Gemüse. Jetzt dämpfen wir etwas Sellerie, den wir zuerst hineingeben. Dann habe ich etwas Brokkoli vorbereitet und damit das Ganze nicht zu grün aussieht, habe ich ein paar Karotten aufgeschnitten, die farbliche Akzente setzen sollen. Schließlich soll die Mahlzeit nicht nur gut schmecken, sie muss auch gut aussehen. Sie können ebenso Tiefkühlgemüse verwenden, denn auch das lässt sich selbstverständlich dünsten. Geben Sie das ganze Gemüse hinein. Doch eins sollten Sie niemals vergessen, wir dünsten. Denn wenn wir kochen oder braten würden, ginge das Aroma verloren. Wir brauchen jetzt kein Öl mehr, denn wir wollen gesund essen. Sie haben gesehen, ich habe Wasser hinzugefügt. Und wenn ich jetzt auch noch einen Deckel auf den Wok setze, dann können wir prima dünsten. Der Deckel ist für uns eine Art Zeitmesser. Er zeigt uns nämlich, wann die Mahlzeit fertig ist. Wir sollten übrigens unterlassen, den nervösen Topfgucker zu spielen. Heben Sie bitte nicht andauernd den Deckel hoch, um den Kochvorgang zu überprüfen, denn das geht jedes Mal zu Lasten der Kochzeit. Ein Grundprinzip des Wokkochens ist, dass wir die Mahlzeit so schnell wie möglich zubereiten wollen. Als man den Wok erfand, herrschte in China Energieknappheit und man war bestrebt, den Kochvorgang rasch und unkompliziert durchzuführen. Sie sehen, Not macht erfinderisch. Haben Sie auch Appetit bekommen? Ich bin sicher, Kochen mit dem Wok wird Ihnen viel Freude machen. Gerichte aus dem Wok sind schnell zubereitet und sie sehen immer appetitlich aus, weil nichts verkocht. Haben Sie Papier und Bleistift parat? Dann notieren Sie sich doch bitte jetzt die Telefonnummer zum Bestellen. 040 30 20 16. Bleiben Sie bei uns. Wir kommen nun zu den Gerätschaften, die hochinteressant sind. Sie werden erstaunt sein, wie simpel sie sind, aber in den letzten 3000 Jahren ließ sich nichts verbessern. Handgemacht und äußerst stabil. Das hier ist der besagte Spatel zum Wenden. Und das ist die Kelle für Suppen, Eintöpfe und Reis. Schauen Sie sich die Form der Kelle an, dann erkennen Sie, dass sie genau auf unseren Spatel abgestimmt ist. Sie passen ineinander und helfen Ihnen beim Servieren. Die 3000-jährige Erfahrung lässt sich nicht überbieten. Das Sieb hier ist aus Messing hergestellt, einem sogenannten Kaltmetall, das nicht heiß wird. Sie können es beim Frittieren benutzen. Das Öl bleibt am Kaltmetall und nicht an Ihrer Speise haften. Eine gute Erfindung. Und dann haben wir noch die Bambusbürste, die chinesische Form der Scheuerbürste. Mit ihr können wir spielend leicht den Wok nach dem Kochen reinigen. Viele Schlankheitsdiäten empfehlen im Übrigen das Kochen mit dem Wok. Und es ist kein Geheimnis, mit dem Wok lässt sich fettarm kochen und dabei bleiben alle wichtigen Nährstoffe und Vitamine erhalten. Mein Gemüse ist jetzt gar. Schauen Sie sich diese prächtige Farbe an. Unser Grüngemüse sieht nicht lasch oder verkocht aus, sondern herzhaft und knackig. Die Karotten haben ihr leuchtendes Rot behalten. Schon in wenigen Tagen können Sie zu Hause dieses Gericht nachkochen. Aroma, Vitamine und Nährstoffe sind erhalten geblieben. Und Sie haben in kürzester Zeit eine köstliche Mahlzeit. Und das Geheimnis, meine lieben Zuschauer, liegt am Gerät, nämlich an unserem chinesischen Wok, mit dem wir kochen. Und nicht am Koch selbst. Niemand dankt es Ihnen mehr als Ihre Gesundheit. Wenn Sie diese Mahlzeit auf herkömmliche Weise zubereiten würden, dann brauchten Sie eine Kasserolle, 3 Töpfe und Pfannen für das Gemüse, 4 Flammen und jeweils 20 Minuten Zeit. Das kostet Sie 1 Stunde 20 Minuten an teurer Energie. Und außerdem haben Sie das Spülbecken voller Abwasch.
Wir haben die gleiche Mahlzeit zubereitet mit einem Wok, einer Flamme, 5 oder 6 Minuten Zubereitungszeit und haben nur einen einzigen Topf zu spülen. Hier haben wir noch einmal unseren handgehämmerten Wok aus China, den Sie jetzt telefonisch bestellen können. So, das hier ist unser komplettes Set. Es enthält den originalen chinesischen handgehämmerten Wok für 125 Mark mit allem Zubehör. Er ist nur über diese Sendung erhältlich, liebe Zuschauer, nicht im Laden. Ich will Ihnen jetzt kurz erklären, was zu dem Set dazugehört. Also das sind der Wok mit 35 cm Durchmesser und der Deckel, sowie der Abstellring und ein Rezeptbuch. Darin sind viele Rezepte enthalten, die Sie leicht nachkochen können. Die Zutaten erhalten Sie in jedem Supermarkt. Wenn Ihnen jetzt das Wasser im Munde zusammenläuft, zögern Sie nicht und bestellen Sie sich Ihren Wok. Ich bin überzeugt, dass wir Ihnen ein Angebot machen, dem Sie nicht widerstehen können. Unser Wok kostet 125 Mark, inklusive Verpackung und Versandspesen. Sie tun damit etwas für Ihre Gesundheit, weil Sie weniger Fett oder Öl nehmen. Kochen Sie mit dem Wok und seien Sie Ihr eigener kreativer Küchenchef, dem jedes Gericht gelingt. Notieren Sie folgende Telefonnummer: 040 30 20 16. Rufen Sie jetzt an und bestellen Sie sich Ihren Wok. Sie haben mich sicher beim Kochen aufmerksam beobachtet und festgestellt, dass das vierteilige Zubehörset, das ich hier habe, absolut notwendig ist, wenn man mit dem Wok kochen will. Wir haben daher entschieden, dass das vierteilige handgefertigte Set ebenfalls zum Wok dazugehören soll. Das heißt, Sie bekommen den Wok mit all dem Zubehör, das ich Ihnen hier zeige. Tja, meine lieben Zuschauer, ich denke, das ist ein Angebot, das Ihnen Appetit machen wird. Sie erhalten für 125 Mark den Wok und das mehrteilige Zubehörset. Jetzt heißt es zugreifen. Wählen Sie die angegebene Telefonnummer. Wie heißt es bei Konfuzius so schön? Was dem Auge gefällt, gefällt auch dem Magen, denn das Auge ist mit. Tja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Telefone klingeln bereits. Unsere Sendung scheint viele Wok-Freunde gewonnen zu haben. Rufen Sie jetzt an unter 040 30 20 16. Der original handgehämmerte Wok aus China kommt für 125 Mark per Nachnahme zu Ihnen. In diesem Preis sind bereits enthalten das gesamte Zubehör, ein ausführliches Beginnerrezeptbuch sowie die Verpackungs- und Versandkosten. Sie geben dem Postboten nur noch die Zustell- und Nachnahmegebühr. Wenn Sie per Kreditkarte bezahlen wollen, sagen Sie das bitte unserer Telefondame. Schicken Sie Ihre schriftliche Bestellung und Ihren Euroscheck an Wok-Versand, Postfach 2000, 7107, Neckarsulm. Und hier noch eine besondere Überraschung. Als Sammelbesteller, also ab 5 Woks, bekommen Sie von uns eine Provision von 10% auf die Rechnungssumme. Liebe Zuschauer, Sie gehen damit kein Risiko ein, denn innerhalb von 10 Tagen können Sie den Wok original verpackt und unbenutzt an uns zurückschicken und Sie erhalten umgehend Ihr Geld zurück. Hier noch einmal die Telefonnummer 040 30 20 16. Unsere freundlichen Telefondamen erwarten Ihren Anruf jetzt. Und ich möchte mich von Ihnen verabschieden und sage vielen Dank und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.